Moin, moin, da bin ich wieder. Heute vom schönen Söderasen Nationalpark in Südschweden. Aktuell steht eine Radtour zum Odensee im Nationalpark bei Restanga auf dem Programm. Die Tour startet am Campingplatz Skerralit am Haupteingang zum Söderasen. Wir werfen einen Blick auf den Campingplatz und schauen dann kurz bei einer traditionellen Mitsommerfeier zu. Und zum Schluss noch eine interessante Variante, um mit der Fähre nach Schweden und zurückzukommen. Daraus ergeben sich nämlich zeitlich gute Möglichkeiten, um zum Beispiel eine berühmte Schiffssetzung zu besuchen. Los geht's! Und da liegt der kleine Söderasen Nationalpark, so ungefähr auf der Höhe von Helsingborg. Und bei Skerralit, da befindet sich der Haupteingang zum Nationalpark und auch mein Standort. Und bis zum Odensee bei Restanga, ja, das sind nur gute 7 Kilometer. Also eine kleine, gemütliche Fahrt. Hier am Wegweiser biegen wir nach Restanga ab und folgen der verkehrsarmen Straße. Hier die Strecke im Überblick. Und man sieht, abseits der vielbefahrenen Hauptstraße gibt es einen sehr schönen Radweg. Und den sollte man unbedingt nutzen. Die GPX-Datei, die findet ihr im Infoteil. Der Söderasen Nationalpark in Skåne ist Schwedens 27. Nationalpark und mit einem Gründungsdatum von 2001 gehört er zu den jüngsten schwedischen Nationalparks. Er ist ca. 9 Kilometer lang und knapp 3 Kilometer breit und zählt damit zu den kleineren Nationalparks in Schweden. Seine Größe ist jedoch kein Nachteil. Im Gegenteil, die schönsten Schluchten, Buchenwälder und Aussichtspunkte lassen sich auf gut ausgeschilderten Wanderwegen bequem an einem oder 2 Tagen erkunden. Achtung, hier verlassen wir das kleine Sträßchen und biegen nach links auf einen Feldweg ein. Denn schließlich wollen wir ja nicht auf die Hauptstraße geraten. Nochmal zur Entstehung des Söderasen. Im Grunde genommen ist der Ursprung dieses Höhenzuges ein Verkehrsunfall, und zwar zwischen der afrikanischen und der eurasischen Erdplatte. Oh, stopp, hier müssen wir mal kurz anhalten, denn zwischen den Wiesen und Feldern sticht dieser schön angelegte Garten ins Auge. Da lohnt es sich doch mal einen kurzen Blick drauf zu werfen. Um nochmal auf die Entstehung des Söderasens zurückzukommen, vor ca. 90 Millionen Jahren fand diese Kollision statt und sie ließ zum Beispiel die Alpen entstehen, hatte aber auch Auswirkungen bis hier nach Schweden und erschuf so diesen Höhenzug. So, hier müssen wir rechts abbiegen, denn wir befinden uns schon fast unbemerkt in Restanga. Also Geschwindigkeit rausnehmen und sozusagen zum Landeanflug ansetzen. Denn wir müssen nun einmal die vielbefahrene Hauptstraße kreuzen. Also besser absteigen und den Fußgängerüberweg nutzen. Und dort drüben an der Tankstelle, da befindet sich ein ICA-Markt. Wer also etwas einkaufen muss, der kann dies hier tun. Oder vielleicht besser noch auf der Rückfahrt. Allerdings locken diese so lecker schmeckenden kleinen Kuchen doch zu einem kurzen Kaufstopp. Einfach göttlich.
Nun, nach der kleinen Kuchenpause geht es den roten Punkten folgend weiter Richtung Audencieux. Eine kurze Anmerkung noch: Wer keine Radtour nach Ristonga machen will und mit dem Auto anreist, ja, der findet hier einen großen kostenlosen Parkplatz. Von hier aus starten dann auch die Wanderwege zum Audencieux. Hier passiert man noch das Tourismusbüro, um sich Infos über den Nationalpark zu besorgen. Nun fahren wir gleich in das tief eingeschnittene Tal Nakapsdalen ein. Es unterscheidet sich deutlich vom bekannteren Skerralit-Tal. Während Skerralit eher dramatisch und eng wirkt, präsentiert sich das Nakapsdalen offener und grüner. Die Talsohle besteht aus Wiesen und Weiden und die Hänge sind mit alten Buchenwäldern bewachsen. So, ich glaube, wir haben den See erreicht und das Rad müssen wir hier jetzt abstellen. Da liegt er still und ruhig, der kleine Audencieux. Einer der geheimnisvollsten Seen Schwedens. Er besitzt eine nahezu kreisrunde Form und misst rund 150 Meter im Durchmesser. Und mit einer Tiefe von rund 20 Metern wirkt der Audencieux fast unergründlich. Manche Orte beeindrucken durch ihre Größe. Der Audencieux hingegen, der beeindruckt durch seine Stimmung, ruhig, geheimnisvoll und fast ein wenig unwirklich. Umgeben von steilen, kraterartig wirkenden Hängen liegt der Audencieux wie ein verborgenes Auge in der Landschaft. Und vielleicht ist genau diese außergewöhnliche Kulisse der Ursprung der alten Sage vom Auge Odins. Wenn sich der Wind legt und sich die umliegenden Felsen und Bäume im Wasser spiegeln, dann scheint die Zeit für einen Moment stillzustehen. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum der Audencieux bis heute als einer der mystischsten Orte Skånes gilt. Und während ich hier die wundervolle Landschaft auf mich wirken lasse, ist nun etwas Zeit, um mal meinen Standort vorzustellen. Ja, und da sind wir schon auf Skerralits Camping. Es ist ein familiengeführter Campingplatz mit ca. 50 Stellplätzen, also ein recht kleiner und daher gemütlich anmutender Campingplatz. Kurz zur Lage des Platzes, die ist wirklich top, denn er ist nur ein paar Schritte vom Haupteingang des Söderasen Nationalparks entfernt. Oder anders ausgedrückt: Während die meisten Besucher morgens erst mit dem Auto zum Nationalpark aufbrechen, startet die Wanderung für die Gäste des Campingplatzes praktisch direkt vor der Tür. Der Campingplatz befindet sich in einem stillgelegten Steinbruch. Kaum zu glauben, wo heute Camper ihre Ruhe genießen, wurde früher Gestein gewonnen. Doch gerade diese ehemalige Abbaufläche verleiht dem Platz einen besonderen Charme. Die Felswände geben ihm fast etwas Wohnzimmerartiges, geschützt, gemütlich und einladend. Jetzt sind wir schon in dem hübsch eingerichteten Servicehaus. Die Küche ist voll eingerichtet. Herd, Backofen, Kühl- und Gefrierschrank, alles ist da. Und besonders für Zelter sehr wichtig:
Töpfe, Geschirr und Besteck sind vorhanden. Man muss also nicht alles in den Urlaub mitschleppen. Jo, und der Sanitärbereich ist zwar nicht riesig, reicht aber vollkommen aus und ist immer tippitoppi sauber. Und das ist das Wichtigste. Madeleine und Peter betreiben den Campingplatz seit 2024 und haben ihn zu einem gemütlichen Ort für den Urlaub hergerichtet. Es sind nämlich auch die vermeintlich kleinen Dinge, die auffallen. Denn man findet so niedlich hergerichtete Eckchen, die den Campingplatz heimisch machen. Und im Übrigen, dies ist keine bezahlte Werbung, sondern ein persönlicher Tipp bzw. eine persönliche Empfehlung meinerseits, damit das auch mal deutlich gesagt ist. Und da es auch hier in Schweden recht heiß wurde, mache ich es mir im Schatten gemütlich und lese entspannt ein Buch. Jo, hier hat es mir sehr gut gefallen und so sage ich Tschüss Geralitz Camping. Bis zum nächsten Mal. So, leider naht der Aufbruch vom Odensjö und es gibt sozusagen noch einen Abschiedsschwenk über den See. Tja, und manchmal entstehen die schönsten Erlebnisse einer Reise ganz ungeplant. Eigentlich sollte es heute nur noch zurück nach Skerralit auf den Campingplatz gehen. So die Planung. Doch während des Aufenthalts am Odensjö fiel mir auf, heute ist ja der 19. Juni 2026 und da findet ja der Midsommarafton, der Mitsommerabend statt. Mittsommer ist für die Schweden weit mehr als nur ein Fest. Es gehört zu den wichtigsten Traditionen des Landes und wird für viele Schweden sogar als das wichtigste Fest des Jahres angesehen, sogar noch vor Weihnachten. Es ist das Fest des Sommers, des Lichts und des Zusammenseins. Also schnelle Planänderung und das neue Ziel ist der Nedangården in Röstanga. Und Vorsicht an dieser Einmündung, für ein paar hundert Meter geht es nun auf die Hauptstraße. Und das Fest wird immer am Freitag gefeiert, kurz vor oder nach dem kalendarischen Mittsommer. Eine tolle pragmatische Lösung, denn so kann man ja beruhigt in das Wochenende hineinfeiern. So, wir sind am Nedangården angekommen und blicken auf die noch erhaltenen Wirtschaftsgebäude eines historischen Bauernhofs, der einst zu den größten Höfen Röstangas gehörte. So, das Fest beginnt und zu den ersten Klängen der Musik wird die traditionell geschmückte Midsommar-Stang hereingetragen. Schon am Vorabend oder am Vormittag schmücken die Dorfbewohner gemeinsam die Midsommar-Stang. Das Schmücken ist also ein Gemeinschaftsereignis. Dafür werden Birkenzweige und Wiesenblumen zu langen Girlanden gebunden und kunstvoll um die Stange gewickelt. Und erst wenn alles fertig ist, dann wird sie gemeinsam aufgerichtet. Und das ist der Höhepunkt der Mitsommerfeier. Es gibt Applaus und das bedeutet, der Mitsommerbaum ist aufgestellt. Und während sich die einen mit Kaffee und Kuchen eindecken, beginnt nun der Tanz um den Baum. Und man sieht, alt und jung tanzen um den Baum. Und so darf dann das bekannteste Lied Små Geordonna nicht fehlen, zu Deutsch die kleinen Frösche. Und hier sind die Tanzenden an der bekannten Stelle, an der alle mit den Händen zeigen, dass Frösche keine Ohren und keinen Schwanz haben.
Und danach hüpfen alle wie Frösche um die Stange. Für viele ausländische Besucher wirkt das zunächst etwas überraschend. Aber genau das macht den Charme des schwedischen Mitsommers aus. So, nach den interessanten Eindrücken auf der Mitsommerfeier geht es nun zurück zum Campingplatz. Noch einmal ein kurzer Zwischenstopp an dem schönen Garten, bevor es denn an die letzten Kilometer geht. Und so kann ich unterdessen noch auf einen weiteren Vorteil meines Standortes Skaralid Camping aufmerksam machen. Und das betrifft seine zentrale Lage in Skåne. Denn per Tagestour kann man viele interessante Orte gut erreichen. So zum Beispiel Helsingborg, das ist ganz in der Nähe. Oder die schöne Stadt Lund, die ist auch nicht weit weg. Selbst Malmö ist noch gut erreichbar. Ein Besuch des Kullaberges bei Mölle ist empfehlenswert. Und ebenso die Klippen bei Hushalla. Oder ein Besuch des wunderschönen Bosje-Klosters. Ihr seht, Skaralids Camping kann Ausgangspunkt für viele schöne Ausflüge in Skåne sein. Eine kleine Kurve noch und dann sind wir nach der schönen Tour an den Odensjö und Besuch der Mitsommerfeier wieder am Standort Skaralids Camping. Halt, noch nicht wegklicken. Es folgt doch noch ein interessanter An- und Abreisetipp. Und hier der Reisetipp. Warum nicht mal mit der Nachtfähre von Swinoujscie in Polen nach Ystad in Schweden fahren? Das hat auch einige Vorteile. So beträgt die Anfahrt ab dem Berliner Ring nach Swinoujscie nur 225 Kilometer auf verkehrsärmeren Autobahnen. Also recht entspanntes Fahren ist angesagt. So hat man den ganzen Tag Zeit für die Anfahrt zur Fähre und ist dann früh am Morgen in Ystad und kann in Ruhe sein Ziel ansteuern. Und auf der Rücktour hat man auch noch gut Zeit, bis die Fähre dann ablegt. Daher mein Tipp für die Rückreise. Plant vor der Abfahrt der Nachtfähre noch einen Stopp bei Ales Stena ein. Das gewaltige Steinschiff hoch über der Steilküste ist einer der schönsten Orte in Skåne. Ales Stena zählt zu den größten Schiffssetzungen Skandinaviens. Ob sie einst als Grabstätte oder als kultischer Versammlungsort diente, das ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Die Anlage besteht aus 59 Steinen und ist rund 67 Meter lang und bilden den Umriss eines Schiffes. Es ist eines der eindrucksvollsten prähistorischen Monumente Skandinaviens. Und keine 100 Schritte von der Schiffssetzung entfernt lässt man sich auf dem Steilufer nieder und blickt auf die Weite der See. Und im Sommer ist es ja lange hell, da ist immer noch Zeit auf dem Weg von Keseberga nach Ystad, nur wenige Kilometer vor dem Fährhafen, den feinen Sandstrand in der Abendsonne zu genießen. Ein toller Schlusspunkt für euren Schwedenurlaub.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö.